Hallo, ich bin Erik Heil, Driver vom Team Germany und ich zeige euch jetzt ein bisschen, was meine Aufgaben hier sind. It's really good from Germany. Ich habe vorher olympisch gesegelt, über 15 Jahre. Ich war zweimal bei den Spielen in Rio und in Tokio und habe zweimal eine Medaille gewonnen bei den Spielen. Für uns war immer ein Traum, als deutsche Segelnation ein deutsches SailGP-Team auf die Beine zu stellen. Das ist ganz besonders, dass das jetzt geklappt hat. Thomas und Sebastian haben den Mut in die Hand genommen und auch viel Vertrauen mitgebracht. So sind wir ziemlich kurzfristig in die Liga mit reingekommen. Ich glaube, wir können sehr froh sein, dass wir mit der Deutschen Bank einen gigantischen Partner mit an unsere Seite gebracht haben. Und Riedel mit seiner Kommunikationstechnik auch ein weltweiter Marktführer. Wir haben Partner bei uns an Bord, die das repräsentieren, was wir auch im Sport repräsentieren wollen. High Performance. Und ich glaube, den Drive, den merkt man auch bei uns im Team und jeder will dazu beitragen, dass wir damit erfolgreich werden. Also, wir gehen noch rüber. Das ist hier erstmal unsere Sicherungsleine. Tether genannt. Die hält uns davon ab, aus dem Boot zu fliegen. Mit so einem Loop, der um mich herum slidet. Das heißt, ich kann maximal bis hierhin raus, was sehr wichtig ist, weil wenn man rüber rennt und jemand steuert oder jemand verändert die Bewegung des Bootes, dann verändern sich natürlich die G-Kräfte und man kann ganz schnell mal aus dem Boot rausgeschleudert werden. Die erste Sicherheitsmaßnahme, die wir haben. Ansonsten auf dem Körper natürlich noch die Luft, das Messer hier, um uns freizuschneiden. Wir haben sogar noch ein zweites Messer hier drunter, um uns freizuschneiden. Hier unten ein Knopf, sozusagen der Notausknopf für den F50. Das sind erstmal die Sicherheitsmaßnahmen, die man hier einleiten kann. Meine Haupttätigkeit ist sozusagen steuern, das Boot möglichst in einem richtigen Winkel übers Wasser zu bringen, abgestimmt vor allem mit dem Wing Trimmer und davor dem Flight Controller. Die Abstimmung von den dreien, wenn nicht sogar die vierte Position, ist sehr wichtig, um das Boot einfach maximalen Speed erzeugen zu lassen. Da müssen alle 4 Positionen super aligned sein. Als Hauptwerkzeug hier habe ich natürlich dieses Wheel und auf dem Wheel habe ich diese Twist Grips. Wenn ich die bewege, das ist im Grunde meine Möglichkeit, das Boot selbst zu fliegen. Wir haben da vorne einen Flight Controller, der das eigentlich hauptberuflich macht in den Manövern. Wenn wir aus den Manövern kommen, übernehme ich die Flight Control. Yours. Nice, good angle, Eric. Und man sieht es da drüben, das bedeutet höher fliegen, das bedeutet niedriger fliegen. 10 Knöpfe, die ich bedienen kann. Es hat mich echt ziemlich viel Zeit gekostet, da meine Konfiguration zu finden. Und mit den Knöpfen kann ich verschiedene Funktionen hier bedienen. Unser Boot wird extrem schnell, nicht nur dadurch, dass es eben aerodynamisch und so weiter extrem high-end ist, sondern auch dadurch, dass wir die Luftseite vom Boot mit den Rudern deutlich stärker runterziehen können als nur mit dem eigenen Körpergewicht. Wir haben ziemlich viel Hebel, dadurch, dass das Ruder sich vertwistet und man mit der Luftseite eine Tonne Kraft nach unten ausübt. Das heißt, es zieht immer eine Tonne an Kraft unsere Luftseite nach unten, was das Boot nochmal deutlich beschleunigen lässt. Ich kann aber auch einstellen, wie stark unser Bug hoch oder runter orientiert ist. Wir sind immer auf der Suche nach einem kleinen Bow-Down, sagen wir, der eben unseren Bug nah über dem Wasser fliegen lässt, sodass unsere Plattform auch uns ein bisschen Support bietet. Ich habe wie gesagt das Wheel, aber ich habe noch 2 Pedale. Ein Pedal ist für mich da, um das Board hochzukriegen, ein Pedal, um es runterzukriegen. Wenn ich hier einen Doppelklick mache, geht das Board da vorne hoch. Wenn ich auf das andere Pedal trete, dann gibt das Board down. Wenn wir jetzt in die Manöver gehen, müssen dafür sorgen, dass wir alle Aufgaben, die hier bedient werden, darüber holen. Und das bedeutet, der Wing Trimmer, der hier seine Station hat, mit seinen Knöpfen, mit seiner Winch, der übergibt mir die Schot. Das heißt, ich fahre kurz den Wing. Er rennt los, dann sage ich Board down, tippe also mit meinem Fuß auf das Fußpedal. Dann heißt es Turn, dann drehe ich. Wing Trimmer auf der anderen Seite, der gibt mir so ein bisschen eine Orientierung, wann wir auf der anderen Seite gut rauskommen. Und Angle ist mein Zeichen, dass wir auf dem Winkel, den wir wollen, sind. Das heißt, dann ziehe ich das Ruder wieder gerade in die Mitte. Dann sage ich Your Wheel. Anna übernimmt das Wheel und ich renne los. Your wheel. Geht's hier rüber für mich? Anna springt ein Stück nach hinten, ich springe rein. So sehen die Manöver im Grunde aus. Felix hat hier so eine kleine Tradition begonnen und hat angefangen, ein paar Messages bei den einzelnen Events hinzukleben. KK, sei stark und sei mutig auf der anderen Seite. Weil wir beide einen Touch für Neuseeland haben, haben wir auf Maori hier ein paar Messages platziert. Was sind die größten Herausforderungen für uns oder für mich als Driver auf dem Wasser? Sich erstmal zu gewöhnen, dass man nicht mehr nur nach Gefühl segelt, sondern dass man sich die Daten auch parallel anguckt. Da vorne habe ich noch was auf dem Screen. Hier haben wir unseren Wingscreen, der für mich eine super wichtige Orientierung ist. Da gibt es ganz viele Daten drauf, da gibt es vor allem Grafiken drauf. Unser ganzer Racekurs mit den Boundaries. Je näher wir an eine Boundary kommen, desto mehr zoomt
das System rein und zeigt uns sozusagen auch grafisch, sodass ich das erkennen kann von in ungefähr 5 Meter Entfernung. Zeigt es grafisch, wie wir in diese Boundary eintauchen und wie wir dem Ende der Boundary näher kommen. Wir haben VMG, das ist im Grunde unsere größte Orientierung. Und dann haben wir den Boot Speed. Die Werte, die sind in über 150 Messsensoren, die wir hier auf dem Boot haben, getrackt. Unfassbare Menge an Daten, die jeden Tag produziert werden. Driver zu sein vom deutschen SailGP-Team ist natürlich absoluter Hammer. Durchweg im gesamten Team haben wir eine gigantische Atmosphäre. Tolle Menschen einfach, auch im Shore-Team. Wir haben tolle Menschen im gesamten Segelteam. Ich finde, das ist eine wichtige Sache, weil man unterschätzt, wie viel Zeit man doch miteinander verbringt. Wir segeln ungefähr um die 100 Tage zusammen weltweit. Wir verbringen noch weitere 50 Tage zusammen im Reisen, im Wohnen. Sondern viele Tage, die wir gemeinsam debriefen, gemeinsam auch Sachen auswerten, die auch nicht immer angenehm sind. Das ist ein super wichtiger Teil in der Entwicklung. Und ich glaube, da haben wir einfach eine gute Kultur. Und es macht Spaß, mit dem Team zu arbeiten.